Manchmal. Ja. Ja. Sometimes no. Tatsächlich nicht wirklich immer. Ja. Man ist dann doch dem Medienideal. Oftmals stelle ich mir vor, dünner zu sein. Aber ja, nicht immer. Dann kriege ich mal wieder einen Wahn und mache wieder etwas mehr Sport und esse etwas weniger und bin etwas bewusster. Aber ansonsten ebbt es auch irgendwann wieder ab. I also feel like it might be because of the general belief of the society or media. Like media trying to have one image, or advertisements usually. So advertisements, they usually try to propagate one sort of style or body shape, or I don't know, like mindset or doing activities, and you might not necessarily be able to follow it. But I think at the end of the day, it's whatever you are, or like whoever you are is actually the best that you can be. Or you're the best. If you think you can be better, it's again you that becomes better. So it's kind of, you're always the best at the moment. Im Moment nicht so. Also wie gesagt, früher in jungen Jahren ja, aber wie gesagt, je älter man wird, ist es nicht mehr so. Aber man versucht das Beste draus zu machen. Ne? Das ist ein Anflug von 5 Minuten, Sport zu treiben, aber wie gesagt, 10 Minuten ist das schon wieder vergessen und nee, ich sage immer, im Alter bin ich raus. Ganz einfach, ja. Ich hatte es schon, ich bin jetzt 22, ich hatte das so als Jugendliche oder Teenager wahrscheinlich schon immer, dass ich darauf geachtet habe, dass ich sehr viel Sport gemacht habe, auch manchmal vielleicht übertrieben mit gesund Essen und so. Und ich glaube, dass sich das mittlerweile irgendwie so eingependelt hat, dass ich auch nicht mehr extrem viel, also schon noch Sport mache, aber das nicht zu extrem mache und ja, irgendwie zufrieden damit bin. Nein, eigentlich gar nicht. Tatsächlich nicht mehr so wirklich also weder so dieses Gefühlstechnische, weil einfach sehr viel Humor, sehr, sehr viel einfach stattfindet, womit dann ich sehr, sehr viel Zeit brauche, damit klarzukommen, einfach so in der Gesamtheit einfach meiner Person, und dazu gehört halt auch einfach dieses Bild, was ich von mir und meinem Körper habe. Und ich weiß gar nicht, woher das rühren könnte, aber nein, ich fühle mich tatsächlich nicht zufrieden. Es ist aber auch nicht so, dass ich aktiv dagegen vorgehe und sage, ich möchte irgendwas ändern, was dahingehend irgendwie schöner oder weniger schöner ist. Natürlich betreibe ich Body Modification, ich bin tätowiert, aber das hat dann nichts mit dem Aufhübschen des Körpers zu tun, als eher mit diesem künstlerischen Aspekt. Und Das ist ein Werden. Das muss man lernen, anzunehmen und sich immer wohler darin zu fühlen. Jeder Mensch hat irgendwas, was er nicht toll findet. Und, sich einfach den Körper auch, wenn er gut funktioniert, und als Geschenk jedem Einzelnen. Das finde ich das Geschenk. wenn es mir schlecht geht, fühle ich mich auch in meinem Körper schlecht. Wenn ich in einer super Umgebung bin, mit Freunden irgendwie abhänge, dann achte ich da auch nicht drauf und dann ist es auch einfach nicht das Thema und einfach nicht da. Dementsprechend ist es dann aber auch einfach gut. Und dementsprechend würde ich da eigentlich so nichts dran ändern wollen, außer mich halt in schönere Umgebungen mit coolen Leuten oder halt einfach für mich persönlich schönere Sachen zu begeben. Also, ja. Also, man kann natürlich irgendwie versuchen, dann darüber nachzudenken, wieso fühle ich mich gerade nicht wohl in meinem Körper und woran liegt das, und dann gehst du vielleicht mal einen Tag nicht auf Instagram, weil das die krudeste Kacke ist für Selbstempfinden. Aber ich weiß halt, dass es sich wieder ändert. Also ich stehe manchmal vom Spiegel und denke mir, ja, mega,
Also ich bin voll zufrieden damit, auch gerade wenn ich ein neues Tattoo habe oder so, ist es super schön und dann habe ich das Gefühl, ich komme näher an das Idealbild von mir oder an das, wo ich mich mit wohlfühle. Und am gleichen Tag später stehe ich vor dem Spiegel und denke so, keine Ahnung, irgendwie alle Menschen der Welt sehen besser aus als ich und warum sehe ich so aus und warum mag ich das nicht und keine Ahnung. Ja, aber das wird immer so sein. Also ich versuche natürlich daran zu arbeiten und mir so dieses Instagram, Social Media Idealbild aus dem Kopf zu schlagen, aber es ist halt super, super schwierig, es wird auch nie funktionieren. Und es ist gut, dass ich daran arbeite, aber es wird immer 50-50 bleiben, glaube ich. Also auch wenn ich einen guten Tag hatte, wenn ich irgendwie schöne Gespräche hatte und mich irgendwie appreciated fühle für was ich bin, dann gucke ich eher in den Spiegel und denke mir so, ja, das bin ich, irgendwie das passt alles, da bin ich stolz drauf und glücklich mit und das hat alles irgendwie jetzt zu diesem Moment geführt. Und wenn ich einen Tag hatte, wo ich irgendwie, es reicht ja ein Scheißgespräch, also ein Gespräch nicht mal, was scheiße läuft, aber wo ich mir einfach denke, okay, was hast denn du da für eine Kacke gelabert und warum warst du nicht offen und keine Ahnung was und dann stehst du vor dem Spiegel und denkst dir so, also super wechselhaft. Aber ich denke immer mehr, so, also die guten Phasen werden stärker und die schlechten Phasen werden schwächer, vielleicht nicht selten, aber eher schwächer.